Und aus Amman zugeschaltet der Nahostexperte Michael Bauer. Er leitet das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung Libanon. Ich grüße Sie ganz herzlich. Hallo. Schönen guten Tag, Herr Tüsken. Ja, die Spannungen an der Grenze zwischen dem Libanon und Israel nehmen noch weiter zu, halten ja schon seit Tagen, seit Wochen an. Sehen Sie derzeit überhaupt Möglichkeiten, die es gibt, um einen Krieg eventuell noch zu vermeiden? Es wird jetzt viel darauf ankommen, was aus den Verhandlungen, die anstehen, am 15. August zu einem möglichen Waffenstillstand im Gazastreifen herauskommt. Das wäre sicherlich ein wichtiges Ergebnis, das auch zu einer Stabilisierung oder einer gewissen Deeskalation zumindest an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon führen könnte. Wie bereiten sich denn eigentlich die Menschen im Libanon selbst vor? Das Gesundheitssystem dort zum Beispiel gilt als ziemlich angeschlagen und eine Ausweitung des Konflikts trifft wohl vor allen Dingen dann auch oder träfe dann auch viele Zivilisten. Ja, Libanon ist keinesfalls in der Lage, sich so einen Krieg leisten zu können. Wie Sie richtig feststellen, sind die staatlichen Infrastrukturen marode. Das Gesundheitssystem, die Energieversorgung, all diese Einrichtungen sind nur bedingt funktionsfähig. Der Staat geht davon aus, ungefähr 100 Millionen für eine Notfallversorgung im Monat, 100 Millionen US-Dollar zu benötigen. Und man hat dafür nach Aussage der Regierung allenfalls 10-15% des notwendigen Budgets. Wer entscheidet dann aber letztlich über Krieg und Frieden? Das ist wirklich ein geringes Budget. Wie ist zum Beispiel das Kräfteverhältnis zwischen Hisbollah und der libanesischen Regierung? Die Hisbollah ist ein Staat im Staate. Die Waffen der Hisbollah entziehen sich jeglicher Kontrolle durch die Regierung. Es ist im Gegenteil eher so, dass Hisbollah eben Einfluss und Druck auch auf die Regierung ausüben kann. Und der Premierminister Mikati ist selbst vor Kamera sozusagen sehr klar in seinen Aussagen gewesen, dass nicht er derjenige ist, der über Krieg und Frieden im Land entscheidet, sondern dass diese Entscheidung letztlich in Händen von Hassan Nasrallah, dem Führer der Hisbollah, liegt. Und was will die Bevölkerung? Wo steht die? Ja, Sie haben einerseits natürlich schon eine gewisse Solidarität mit der palästinensischen Sache. Die Menschen sehen die Bilder aus dem Gazastreifen und sind entsprechend betroffen. Aber gleichzeitig ist eine ganz überwiegende Mehrheit der Bevölkerung der Meinung, man will sich nicht in diesen Krieg hineinziehen lassen. Das ist kein Krieg des Libanons. Das geht den Libanon eigentlich nichts an. Und auch ein großer Teil der Bevölkerung sieht Hezbollah eher als eine Art Besatzung von iranischen Gnaden, denn als einen legitimen Vertreter des Staates Libanon. Wenn wir mal ein bisschen auf die andere Seite der Grenze gucken, wie bedroht ist denn zum Beispiel die Stadt Haifa im Norden Israels, nur wenige Kilometer entfernt von der Grenze, auch als mögliches Angriffsziel? Da leben ungefähr 280.000 Menschen. Das ist eine wichtige Öl- und Hafenstadt. Ja, aus israelischer Sicht, glaube ich, sind es vor allem zwei Szenarien, die dort für Sorge sorgen, wenn man so möchte. Das eine sind sozusagen grenzüberschreitende Operationen, ähnlich der Operation, die Hamas aus dem Gazastreifen durchgeführt hat am 7. Oktober, dass so etwas eben auch von Hisbollah-Seiten passieren könnte. Das andere Szenario sind massive Raketen- und Drohnenangriffe Hisbollahs. Die Organisation verfügt dem Vernehmen nach über bis zu 150.000 Raketen und Drohnen, mit der man eben auch Ziele tiefer in Israel angreifen könnte. Und die Massivität eines solchen Angriffs könnte eben auch Abwehrsysteme wie den Iron Dome dann unter Umständen überfordern. Israel kämpfte dann also noch an einer weiteren Front. Wie sehen Sie die Situation nochmal im Libanon? Die Flüchtlingssituation hat sich ja auch dramatisch zugespitzt in den vergangenen Jahren. Schafft es zusätzliche Probleme? Ja, Sie haben im Libanon natürlich eine Situation mit ungefähr 1,5 bis 1,7 Millionen syrischen Flüchtlingen im Land, bei einer Bevölkerung von 4,5 bis 5 Millionen Libanesen. Wenn man sich diese Zahlen anschaut, dann ist einem klar, das würde selbst in einem hervorragend regierten Land mit exzellenter Ressourcenausstattung nicht nachhaltig stabil zu halten sein. Und so ist es auch im Libanon. Das ist sicherlich eine zentrale Herausforderung, mit der dieses Land konfrontiert wird. Aktuell kommt noch mal hinzu, dass wir natürlich auch eine hohe Zahl bis zu 100.000 Binnenflüchtlinge haben, die also aus dem Süden, also Libanesen, die
aus dem Süden des Landes geflohen sind vor den Kampfhandlungen und in anderen Teilen des Landes jetzt Unterkunft suchen mussten und versorgt werden müssen natürlich auch. Also wirklich eine hochkomplexe Situation. Michael Bauer, ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen aus Amman. Ich danke Ihnen.